finde diese Blinker Weltklasse. Aber viele E-Scooter haben das genau nicht und das ist in Deutschland auch noch nicht Pflicht. Also man kann nachrüsten und genau das machen wir jetzt. Ich habe mir Carsten eingeladen, der ist Mechatroniker, kennt sich echt gut aus. 2 Produkte haben wir, die gucken wir uns an und montieren die mal jetzt an 2 E-Scootern, die keinen Blinker haben. Los geht's! 2 Blinkerpärchen haben wir von Cycle, die Winglights Next für ungefähr 70 € und die Winglights Pop für 24 €. Wie ist die Verarbeitung, wie ist die Qualität und vor allen Dingen, wie leicht lassen die sich montieren? Außerdem wollen wir dann am Ende natürlich schauen, wie hell sind die. Wir haben jetzt hier den Ryron, hat keine Blinker, aber wir haben ja die Winglights Pop und die Winglights Next zweimal. Hier würdest du jetzt die Pop installieren. Genau, wir haben hier den Viron 700 SL und der hat einfach gar keine Vorsehung für Blinker. Hier müssen wir die Winlights installieren. Ich hoffe, das ist so einfach, wie der Hersteller das sagt. Wir müssen dazu den Gummi abmachen. Wir könnten die Außenkante abschneiden, aber aufgrund des Wasserschutzes finde ich schon ganz schön, wenn das Wasser hier oben abperlen kann und ein Schutz innen drin ist. So, dann werde ich mal versuchen, das vorsichtig auszuschneiden. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Okay, sieht ja ziemlich derbe aus. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die auch passend reinkriegen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ganz spannend an den Pop Winglights sind, ja, haben 14 Lumen, 3 extra helle stromsparende orange LED und sind geschützt durch Wasser, also IP67 Schutz. Das heißt, ja, sogar bis Untertauchen in maximal 1 Meter Wassertiefe. Und betrieben werden die mit 2 CR2032. Das sind diese dünnen, flachen Lithium-Knopfbatterien. So, und ich muss noch mal ein bisschen weiter ausschneiden, dass wir das auch besser reinbekommen. Ich war nur sehr vorsichtig, weil 3-mal gekürzt ist halt immer noch zu kurz. So, hier habe ich jetzt komplett aufgedreht. Aber wir sehen, es reicht nicht aus. Das heißt? Das heißt, der ist zu dick. Wir müssen versuchen, den noch möglichst dünner zu bekommen und wieder aufdrehen, dass der wieder ein bisschen sich zusammenzieht. Wir haben natürlich auch noch eine andere Spitze, die wir ausprobieren können. Ja, die geht rein. Die geht reibungslos rein. Die ist ein bisschen dicker. Ja, dann tauschen wir einfach mal die aus. Schneid dich nicht, wenn ich das sehe. Junge. Ja, die flutschen noch richtig schön rein. So sollte das dann aussehen. Damit ich noch ein bisschen Spannung reinkriege, nehme ich die noch mal raus und setze jetzt ein bisschen die Verdrehung ein. Die Klinge hat der kurze recht. Mache ich mal weg. Ja, jetzt geht es richtig schön rein. Perfekt. Eine Seite ist drin und blinkt. Den haben wir jetzt ausgeschnitten. Und jetzt setzen wir die Leuchte ein. Und wir sehen da, er ist dran. Den Wasserschutz hier oben habe ich behalten. Und er funktioniert. Jetzt gehe ich doch einfach mal zum Licht. Kann man diesen Blinker denn auch sehen? Wir haben jetzt den Blinker in der Sonne und ich muss sagen, ich denke, er ist doch ganz gut zu erkennen. Für die preisliche Lösung. Fahr mal eine Runde auf mich zu, das will ich mal sehen von Weitem. Also hier jetzt in der Kamera sieht es deutlich weniger hell aus als eben, als du angefahren bist. Und du bist jetzt im gleißenden Sonnenlicht. Also das ist super. Gut, also im Sonnenlicht ist es klar, dass jeder Blinker ein bisschen dunkler, aber im Schatten sah es ziemlich hell aus. Sag mal, also, wie macht man das mit den Batterien? Die Batterien werden hier ausgetauscht, indem der Gummi abgemacht wird. Dann kann man das rausziehen und da ist eine Knopfbatterie innen drin. Okay, und bis zu 6 Monate habe ich gelesen, sollen die halten. Dann würde ich sagen, machen wir uns an den anderen Blinker ran, an den, wie heißt der, Next? An den Next, alles klar. Hier müssen wir nichts ausschneiden, weil das Schöne ist, beim Speed Booster 2 können wir die Griffe demontieren
und können sie einfach abziehen. Die sitzen aber ziemlich gut, aber kriegen wir hin. Plopp. So, jetzt gibt es hierfür einen Aufsatz, diesen, der ist in der Verpackung mit drin. Wenn ihr nämlich das Problem habt, dass hier wie hier eine Aussparung vorhanden ist, dann können wir mal testen, ob wir das bisher gut gemacht haben und setzen den mal auf. Nein, immer noch nicht. Jetzt haben wir. Und jetzt kann er geschraubt werden. Aber jetzt müssen wir natürlich sehen, jetzt müssen wir diesen Hebel, diesen Griff natürlich kürzen. Das Gute ist, wenn man das verhunzt, die Griffe gibt es nachzukaufen. So, jetzt schiebe ich die wieder drauf. Aber dadurch, dass der eine Nut hat, muss man das natürlich auch so machen, dass es passt. Jetzt habe ich das ausgeschnitten und jetzt versuchen wir den mal wieder zu verbauen. Das ist der linke und wir sind hier auf der rechten Seite, also brauche ich den anderen. Und wir müssen die Batterie noch aktivieren, nicht? Das zeigen wir vielleicht auch noch mal. Jo, das machen wir. Jetzt schrauben wir den raus. Dahinter müsste die Batterie versteckt sein. Und da ist eine Schutzfolie. Diese blaue Folie muss entfernt werden, damit eine Verbindung hergestellt wird. Die Batterien sind aktiviert. Der sieht auch sehr hell aus. Wollen wir mal schauen, wie er eingebaut ist. Das ist ein bisschen friemelig, all dieweil der Schlitz muss natürlich passen. Und der bewegt sich. Wir haben jetzt eingefädelt und jetzt drücken wir ihn möglichst fest an. Falsch. Stimmt, das ist der falsche Schlüssel, aber als Fachwerkstattmeister kann man sich ja auch mal irren. Denkt dran, Leute, nach fest kommt lose und handfest und Test. Funktioniert. Und meine Schnittkante sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Haben wir doch wieder gut gemacht. Für dich? Im Rahmen meiner Verhältnisse war auch ich in der Lage, das zu lösen. Jetzt kommt die andere Seite. Fest. Mal gucken. Ja. Ich sehe nichts. Okay. Das heißt, man kann die Hand drauf lassen und gibt einfach ein bisschen Druck und schon blinkt es. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aus der Entfernung aussieht. Wir testen jetzt die Blinker mal aus der Entfernung. Also sieht gut aus. Lass es doch mal blinken. Der hat hier genau an der Stelle wie so ein fokussierendes Glas. Oben weniger und hier auch und auch von hinten. Also es ging relativ schnell. Also für den einen glaube ich 10 Minuten, für den anderen ein bisschen länger. Machen wir mal einen richtigen Blinkreigen hier. Reigen. Was sagst du zu den Dingern? Gut, also vom Fazit her muss ich sagen, ist es eine sinnvolle Sache, weil den Arm zu heben beim Rollerfahren ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, wenn die auf die Seite fallen, ist das Risiko natürlich sehr hoch, dass sie kaputt gehen. Das hast du hier natürlich zum Beispiel beim EPF, da ist ein Schutz davor. Hast du bei denen nicht. Also, aber machbar und man muss es einfach mal im Praxistest ausprobieren. Wobei du hier hast du ja eine Schutzkante, nicht? Gut, aber wenn er auf die Seite stürzt, stürzt er nie extra gerade, sondern immer ein bisschen schräg. Ja. Aber warum lässt du die eigentlich nicht blinken?
Dafür sind sie doch da. Findest du es schön, wenn es blinkt? Lieben Dank. Das war's für heute. Ich bedanke mich für euch. Bei euch. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal ein. Tech for Fun. Vielleicht öfter mit dem Vogel hier. Ich hoffe nicht. Danke. Ciao. Ciao.